wenn man dort dann einmal reingeht vom Spiel, wenn das Stadion noch leer ist, ist da auch eine eigene Stimmung drin. Jetzt hat man dann schon ein bisschen was dann auch erreicht in seiner Karriere, wenn man dort einmal spielen darf. Spätestens dann, wenn du mit der Dress dann rausgehst, ist das eigentlich alles, ja, mehr oder weniger egal, welcher Platz es ist, welcher Stadion es ist. Hello aus Madrid, wieder neuer Matchday-Vlog. Wir sind schon angekommen. Heute großer Spieltag für den David. Ich glaube, eines seiner größten Spiele oder coolsten Spiele mit Sicherheit im Bernabeu. 80.000 Leute oder mehr. Hinter uns sieht man da so einen Kreisverkehr und da habe ich gehört, dass Real Madrid da immer seine Titel feiern. Ja, genau. Und wir werden jetzt ein bisschen Sightseeing machen. Ich bin nicht allein unterwegs. Den kennt ihr schon. Den kennt ihr auch schon, der Star des YouTube-Vlogs. Und unser deutscher Freund ist auch mit dabei. So, und wir machen jetzt ein bisschen Sightseeing und der David, die sind schon im Hotel angekommen und wir nehmen euch wieder ein bisschen mit. Ich freue mich schon richtig aufs Spiel. Jawohl, los geht's! So, wir sind jetzt im Park del Retiro, jetzt ist die Sonne ein bisschen rausgekommen und was machen wir? Wir spielen jetzt Berteln, weil das darf bei uns nie fehlen. So, wir sind jetzt auch in Madrid gelandet. Die Family und Friends sind ja schon seit gestern da. Wir haben heute eine Tagesreise gehabt, wir sind in der Früh hergeflogen. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor es dann zum Aktivieren geht und dann Mittagessen. Danach haben wir dann noch mal ein bisschen Zeit im Zimmer, ein bisschen entspannen, vielleicht noch ein bisschen schlafen, weil das Spiel wieder so spät ist. Aber auf jeden Fall jetzt trinke ich noch gemütlich einen Kaffee, bevor es zum Aktivieren geht. Und ja, freue mich schon auf heute. Wird sicher ein cooles Spiel und wir werden schauen, dass wir unsere Leistung am Platz kriegen und hoffentlich was mitnehmen. Sightseeing haben wir beendet. Für uns geht es zurück ins Hotel. Und dann werden wir kurz schlafen und uns ready machen, weil dann geht es schon ab ins Stadion. So, jetzt geht es dann gleich los. Wir sind, glaube ich, schon mal alle relativ ready. Martin, wie schaut's aus? Gut schaut's aus. Starten wir schon? Ja, gleich. Auf einen warten wir, glaube ich, noch. Und dann geht's ab Richtung Stadion. Nein, ich bin nicht nervös, weil ich muss nicht spielen und ich freue mich für ihn, dass er spielen muss. Und Stadion? Freust du dich drauf? Ich freue mich nicht, weil ich habe das Stadion noch nie gesehen und ich glaube, dass das sehr cool wird. Laurenz, wie groß ist die Vorfreude bei dir aufs Bernabeu? Auf jeden Fall ganz groß, weil das schon ein cooles Spiel Real Madrid gegen Elche, auf das freue ich mich jetzt schon. Gibst du da in der Schule auch ein bisschen an, weil du ins Bernabeu darfst und die anderen nicht? Ja, vielleicht ein bisschen, aber es vor meinem Freund dann auch selber gern, wie es ist und wenn ich dann wieder zurückkomme, wie es war. Also, es ist für sie nicht so schlimm, glaube ich. Okay. Dein Lieblingsspieler, ja. Ich würde sagen, der Mbappé oder der Bellingham. Und bei Elche? Der David auch. Yeah. Dann, jawohl, vamos. Michelle, warum sind wir heute schon so früh vorm Spiel da beim Stadion? Ja, weil wir haben uns gedacht, wir wollen euch das ganze Flair ein bisschen zeigen und jetzt haben wir uns gedacht, kommen wir schon 3-4 Stunden vorher und nehmen euch da ein bisschen mit und sagen euch so, was da vor dem Match so abgeht. Ja, wir haben schon einen Truppen aus Achtenau und aus der Steiermark, also einige Österreicher sind angeblich da, um den David hoffentlich zu supporten. Wir sind im Fanshop, also mir kommt vor, das ist ein Einkaufszentrum, aber wir kaufen ja eh nichts. Buldi, hast du was gefunden da im Shop? Nein, Vom Feind kaufe ich nichts. So, jetzt geht es auch für mich Richtung Stadion. Jetzt ist Vorbereitung fürs Spiel.
Ich freue mich schon richtig drauf. Yo creo que también. No, Gil. No sé. Na, Schelle, was sagst Ja, das ist ganz was anderes. Bist du deppert? Wie in einem Theater. Bienvenidos al partido de la 28ª jornada de la Liga entre el Elche y el Real Madrid. Erster Eindruck vom Stadion? Total. So geil, ey. Ja, wir haben uns gedacht, wir sprechen heute ein bisschen noch über das Stadion, weil es ja doch ein besonderes Stadion war für dich aus Sicht als Spieler, David, und auch für uns als Zuseher. Lass uns mal kurz wissen, wie war es denn, wie du das erste Mal am Rasen gegangen bist, wo noch keine Leute im Stadion waren? Es ist sicher was Besonderes, ein Riesenstadion. Da ziehen richtige Wände auf der Seite. Nein, ist richtig cool, einmal dort das gesehen haben, dort einmal spielen zu dürfen. Ich glaube, kann nicht jeder sagen, dass er dort einmal gespielt hat, deswegen ist das schon was richtig Cooles. Aber ja, wir haben halt leider verloren, aber darum soll es jetzt in dem Gespräch jetzt nicht unbedingt gehen. Wir wollen ein bisschen über das Stadion sprechen. Aber Was ja, war der erste Gedanke, wie du drinnen warst? ja, zuerst einmal kommst du mit dem Bus da rein und dann laufst du mal bei den ganzen Champions League-Titel vorbei. Die stehen in einer Vitrine. Nicht nur die Champions League-Titel, ich glaube, da ist ein Copa-Titel dabei, ich glaube, da ist der spanische Meisterschaftspokal dabei. Und dann gehst du so Stirn auf und auf jeder Stirn steht so, für jede Stirn hat einen eigenen Titel drauf. Und dann steht das Jahr daneben, was das gewonnen haben, und dann gehst du die Kurven und dann stehen nur mehr Champions League-Titel. Das war schon ein bisschen, ja, das war beeindruckend, dass der Verein viel gewonnen hat, habe ich gewusst, aber dass das halt dann auch so präsentieren, habe ich jetzt nicht am Schirm gehabt, weil man das auch sonst nicht sieht. Und das erste Gefühl am Rasen, was hast du gedacht? Ja, cool. Ich glaube, dass wenn man dort dann einmal reingeht vom Spiel, wenn das Stadion noch leer ist, ist da auch eine eigene Stimmung drin. Und dann merkt man irgendwie, ja, jetzt ist dann schon, jetzt hat man dann schon ein bisschen was dann auch erreicht in seiner Karriere, wenn man dort einmal spielen darf. Und ich hoffe, dass ich da noch öfter auflaufe, um gegen Real Madrid zu spielen. Das heißt einfach auch in der ersten spanischen Liga so lange wie möglich zu spielen, und da ja, freue ich mich schon drauf. Was war dann, wie Anpfiff war, wie du wirklich eingelaufen bist? Beziehungsweise du laufst ja beim Warm-up, meistens läuft der David als erster ein, glaube ich, beim Warm-up. Da wir als
Zuseher haben es auch gesehen, mega Lichtershow, also echt wie bei einem Konzert bist du dir ja fast vorkommen. Wie war es denn für dich da als Erster rauszulaufen oder bist du da komplett in so einem... Nein, ab dem Zeitpunkt zum Aufwärmen ist das eigentlich abgelegt. Da konzentriere ich mich eigentlich nur mehr auf mich selber, auf meine Mannschaft. Beim Aufwärmen jetzt kannst du noch ein bisschen herumschauen, das geht noch, aber dann spätestens dann, wenn du mit der Dress dann rausgehst, ist das eigentlich alles mehr oder weniger egal, welcher Platz das ist, welcher Stadion das ist. Natürlich kriegst du das mit, das wäre jetzt gelogen, wenn nicht, und auch wenn du rausgehst, schaust vielleicht noch mal kurz durch, wie es dann ausschaut, Mitleid. Aber dann, wenn dann noch die Mannschaftsfotos, ist das alles bei mir dann erledigt und konzentriere mich eigentlich aufs Match. Der David fragt mich nämlich meistens dann oder schaut bei meinem Handy die Videos an und fragt, was war da und was war da, weil sie das wirklich eigentlich gar nicht so mitkriegen, was da so währenddessen abläuft. Das ist für uns Zuseher natürlich dann in dem Fall vielleicht besser oder nicht besser. Ja, das ist immer die andere Zeit Atmosphäre. zwischen Aufwärmen und Anpfiff eigentlich. Wenn wir nochmal in die Kabine gehen, da sind dann meistens diese Lichtershows und so, was du dann immer siehst, und die sehe ich nicht, und dann schaue ich es mir meistens dann bei deinem Handy an. Was machst du in dieser kurzen Zeit dann noch, bevor es rausgeht, zwischen Aufwärmen und Anpfiff? Schimmerdeckel drauf, Leiberl anziehen und nochmal was trinken. Und der Trainer wird noch eine kurze Ansprache halten und dann geht es eigentlich schon aus. Also nichts Besonderes. Grundsätzlich bei uns im Stadion war es ganz cool. Erstens war es zu, also die Decke war zu, das Dach war zu, genau. Und da haben sie uns auch erzählt, das müssen die bei Real Madrid oder der Club vorher anmelden, wenn sie das Dach zumachen oder offen ist. Daher haben wir es vorab schon gewusst, dass das Dach zu ist. Und es war richtig cool. Also die Stimmung war so, der David hat auch gesagt, ein Spieler von euch, der Pedro Bigas, hat mir gesagt, das ist wie in einem Theater, weil es wirklich so steil raufgeht und wirklich, es war ja glaube ich fast auch ausverkauft. Was tut sich ganz, aber ich glaube, es war fast ausverkauft, und was uns sehr gewundert hat, weil es war extrem kalt an dem Tag und drinnen war es extrem warm, und wir haben dann so auf die Decken geschaut und haben eben gesehen, dass da lauter Heizschwammerl sind, ich glaube fast nebeneinander aufgeschlichtet, lauter Heizschwammerl von oben von der Decke runter, und da merkst du halt auch, das ist schon was anderes wie in anderen Stadien. Absolut. Natürlich sehr cool für uns war nicht kalt. Und sonst auch, was war so für dich das Besonderste an dem Spieltag? Sicher Stadion an sich. Spiel dann leider nicht, obwohl wir eigentlich am Anfang, finde ich, gut reingefunden haben bis zum ersten Gegentor. Dann haben wir ein bisschen unseren Spielfluss verloren, und dann ist es auch gegen Real Madrid dann schwierig, weil sie dann auch so eine Spitzenmannschaft sind und diesen Flow dann ausnutzen, dann auch das zweite Tor zu machen, das dritte. Und da ist dann oft, haben wir auch schon andere Vereine dort erlebt, dass es sehr schwierig ist. Ich glaube zum Beispiel ein paar Tage davor Manchester City ist ähnlich gegangen. Wenn da Real Madrid einmal in einen Flow kommt, ist es dort extrem schwierig. So, was wollte ich jetzt noch fragen? Ich wollte noch eine Sache fragen. Lass mich kurz überlegen. Genau. Und was nimmst du vor allem aus solchen Spielen mit, wo ihr jetzt auch mit einer hohen Niederlage sozusagen nach Hause geht? Was ist das für dich auch mental vielleicht für ein Thema? Dass du einfach gegen solche Gegner geht es extrem um Kleinigkeiten, dass die dann einen Moment, wo sie ein bisschen die Überhand kriegen, dass das dann auch extrem ausnutzen. Das heißt, du musst einfach immer online sein, du musst immer fokussiert sein in jeder Minute. Das ist gegen so große Teams noch mal wichtiger, weil Real Madrid schießt das 1-0 und legt es 2-0 drauf, und dann ist es extrem schwierig für uns dann auswärts in Madrid da dann noch zurückzukämpfen. Wir haben es probiert, ich glaube, wir haben alles gegeben, da kann man keinem was vorwerfen, weil jeder alles probiert hat, aber es ist dann einfach oft schwierig gegen so eine Spitzenmannschaft. Und du persönlich mit deiner Leistung zufrieden? Es ist schwierig, wenn du, ich glaube, 4 Tore kriegt, kann man nicht zufrieden sein. Es waren sicher wieder ein paar gute Aktionen dabei, aber ich schaue da immer aufs Kollektive, es ist doch ein Mannschaftssport, und deswegen nicht zufrieden, weil einfach, ich will überall in jedes Stadion fahren, um gut zu spielen, eine gute Mannschaftsleistung zu bringen und Punkte zu sammeln, und das haben wir nicht geschafft, und deswegen hätte ich jetzt gesagt, nicht gelungener Tag. Ja. Für uns aus Fans- oder Familiensicht auch kein gelungener Tag natürlich, aber trotzdem ein cooles Stadion, und wer von euch noch nicht im Bernabeu war, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es ja die Stadiontour, die habe ich auch schon gemacht, die ist wirklich sehr cool, da sieht man auch den VIP-Bereich etc. und coole andere Parts vom Stadion, also
wer mal in Madrid ist, vorbeischauen lohnt sich. Und ja, das war es eigentlich von uns. Und wir hoffen, euch hat es gefallen und dann bis bald. Ciao. Ciao.